Ich freue mich sehr, heute in dem heutigen Webinar der Cut Akademie die Urban Model Plattform vorstellen zu können. Es geht darum, Silos aufzubrechen für Algorithmen. Was das genau heißt, das werden wir in der nächsten halben Stunde erfahren. Die Idee ist, dass ich zunächst grob eine Viertelstunde die Idee und das Konzept für einen möglichst breiten Teilnehmer- und Zuhörendenkreis vorstelle und dann in der darauffolgenden Viertelstunde auf die technische Umsetzung noch einmal näher eingehe. Das wird dann hauptsächlich für ein Publikum sein, was sich auch mit den technischen Fragen dahinter auseinandersetzt. Aber ich hoffe, alles auch in der ersten Viertelstunde verständlich machen zu können. Also steigen wir direkt ein. Was erwartet Sie und euch heute? Zunächst einmal möchte ich einführen und ein bisschen Hintergrund geben zu Was-wäre-wenn-Szenarien, Modellen und Simulationen in der Stadtentwicklung. Dann die Zielsetzung von dem Prototypen und der urbanen Model-Plattform und dann genauer auf den Prototypen eingehen, den wir gebaut haben. Des Weiteren gehe ich auf offene Fragen und nächste Schritte ein und fasse dann noch einmal zusammen, was passiert ist. Was wäre, wenn? Das ist ja die große Frage, die hinter den urbanen digitalen Zwillingen stecken und den digitalen Stadtzwillingen. Denn wir möchten wissen, was passiert denn, wenn wir gewisse Interventionen in der Stadt machen. Dahinter liegen sowohl Datenplattformen, urbane Datenplattformen, als auch eine Menge an Algorithmen, Modellen, Simulationen, die uns zeigen, wenn wir diese und jene Intervention planen würden, wie wirkt sich das aus auf die Stadt. So ähnlich wie man das hier sieht. Also es gibt viele Statistiken, Modelle, Ideen, die dahinter stecken. Aber in Realität, wenn wir uns diese Landschaft angucken an Algorithmen, die heute schon existiert, sieht es eher so aus. Wir finden eine sehr heterogene, teilweise auch unsortierte Landschaft vor an Projekten, an Sektoren. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die schon entwickelt wurden, die auch Fachexperten in jahrelanger Arbeit da verfeinert haben. Aber so richtig aufgeräumt ist es nicht. Hier möchte ich einen ganz kurzen Überblick geben, über was es denn alles schon gibt an Modellen. Die hier aufgeführt sind auch so gut wie alle Open Source, das heißt auch jetzt schon verwendbar und einsetzbar, sofern sie dann auch auf die Stadt angepasst sind und dann natürlich in einem nächsten Schritt auch miteinander verschnitten werden können. Es gibt beispielsweise mit Palm4U großartige Klimamodelle, die eingesetzt werden können. Es gibt sehr viele Mobilitätsmodelle wie Maxim. Es gibt agentenbasierte Modelle, die in unterschiedlichsten Sprachen erstellt werden können, wie Mesa, Gamma, Netlogo und so weiter. Es gibt epidemiologische Modelle, das haben wir nicht zuletzt bei der Corona-Epidemie gesehen, wie wichtig es ist, da dann tatsächlich auch Fallzahlen von gewissen Krankheiten vorhersagen zu können. Es gibt natürlich jetzt auch sehr aktuell Large Language Models, LLMs, wie GPT-4, die einfach sehr, sehr gut die nächsten Worte vorhersagen können. Es gibt System Dynamics Modelle, die uns auf Systemebene Ressourcenflüsse darstellen können. UMAP, Umweltsimulationen, Sumo, Verkehrsmodelle zum Teil auch auf Mikroskala, dann Emissionsmodelle wie beispielsweise GTFS to EMIS oder natürlich sämtliche Strömungsdynamikmodelle für Luftqualität, für Wasser, die man beispielsweise mit OpenFOAM berechnen kann. Jetzt schauen wir uns mal diese ganzen Modelle an, die schon existieren, so wie sie gerade verwendet werden, verteilt. Also es gibt einige, die werden bereits im öffentlichen Sektor eingesetzt, dann natürlich viele auch, die hauptsächlich aus der Wissenschaft kommen und da weiterentwickelt werden. Einige, die im privaten Sektor aufgeteilt werden und dann noch welche, die gegebenenfalls von einer Zivilgesellschaft benutzt werden. Die Aufteilung hier ist tatsächlich eher arbiträr. Es gibt jetzt hier nicht, außer jetzt ChatGPT, kein Modell, was jetzt einem Sektor unbedingt zugeordnet ist, aber es soll einfach nur illustrieren, was wir hier haben, sind viele verschiedene Silos, in denen die Modelle und die Algorithmen liegen. Und außer in diesen Silos sind sie nicht wirklich zugänglich. Also wir sehen eine große Vergleichbarkeit zu der Situation, die es noch vor einigen Jahren mit urbanen Daten gab oder die es heute auch noch mit vielen urbanen Daten gibt. Die Daten liegen verteilt in gewissen Sektoren, in Silos vor. Die Leute sitzen da drauf, benutzen sie auch regelmäßig, aber andere Leute können nicht darauf zugreifen und es gibt keine Interoperabilität. Das Ganze haben wir auch untersucht. Dazu gibt es auch ein Webinar in der Cut Akademie zu Studien, eine Studie zu Simulationen und Modellen in der Hamburger Stadtverwaltung.
Und da sagen uns die Ergebnisse im Endeffekt das Gleiche. Also wir sehen, es gibt viele Modelle, die bereits schon benutzt werden. Es gibt noch viel mehr gewünschte Modelle, vor allem dynamische Modelle, die einen Prozess abbilden. Also nicht nur Modelle, die aktuell den Status quo der Stadt abbilden, sondern Modelle, die einen dynamischen Prozess abbilden. Aber sie sind eben in den einzelnen Silos. Und ein zweites Problem, was wir auch haben mit den Modellen, ist, dass sie sehr, sehr viel Rechenleistung erfordern. Das bedeutet vor allem KI-Modelle, man braucht einen leistungsstarken Server, auf dem diese Modelle ausgeführt werden können. Schattenwurfmodelle beispielsweise kann man heute schon im Browser berechnen, auf den Maschinen der einzelnen Mitarbeitenden in Unternehmen oder in den Behörden. Aber viele von diesen Modellen brauchen zum Teil Stunden, zum Teil Tage, um fertig berechnet zu werden. Heißt, wir können es nicht mehr nur auf den einzelnen Computern der Mitarbeitenden benutzen. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen Prototypen zu entwickeln. Und der Prototyp soll zum einen zeigen, dass man mehrere Modelle und Algorithmen über offene Schnittstellen auf verschiedenen Servern bereitstellen kann. Also die Systeme, die es jetzt schon gibt, so zu verbinden, dass man die Modelle und die Algorithmen auf einer offenen, urbanen Plattform integriert. Und als dritter Punkt der Zielsetzung wollten wir auch zeigen, dass es möglich ist, diese Modelle über existierende Lösungen, wie beispielsweise das Masterportal, abzurufen, auszuführen und die Ergebnisse anzuzeigen, sodass von technischer Seite gezeigt werden kann, es ist möglich, eine Plattform zu schaffen, auf der eben diese ganzen Modelle und Algorithmen zusammengeführt werden können. Eine Urban Model Plattform sozusagen. Wie ist das Ganze entstanden? Wir haben uns zunächst zusammengesetzt mit dem Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung, hatten da sehr viele gute Austausche, eine sehr gute Zusammenarbeit. Es kamen viele gute Impulse von dem LGV und Inputs, auf Grundlage derer wir dann vor allem uns 2 Standards angeguckt haben, weil es war klar, wir brauchen offene Standards, mit denen wir arbeiten müssen. Das war zum einen die DIN SPEC 91357, die offene urbane Plattform beschreibt, und dann vom Open Geospatial Consortium die API Processes. Darum geht es. Es ist eine Standardisierung für eine API, in der Prozesse über einen Webserver ausgeführt werden können. Die haben wir uns dann angeguckt und haben uns folgende Architektur überlegt. Die Idee ist, was wir hier unten sehen, es gibt verschiedene Modellserver, also Server, auf denen diese Modelle liegen und berechnet werden können mit ausreichender Leistung. Die können sowohl in den Behörden stehen, die können in Forschungseinrichtungen stehen, die können in der Privatwirtschaft stehen, die können natürlich auch in der Zivilgesellschaft oder in zivilgesellschaftlichen Initiativen stehen. Und diese alle können angebunden werden über eine sogenannte urbane Model-Plattform, die Urban Model Plattform. Und die wiederum ist angebunden an verschiedene Anwendungen. Also zum Beispiel ein Simulation Controller, das ist das Add-on, was wir für das Masterportal entwickelt haben. Es können aber auch alle anderen Anwendungen sein. Also hier könnte es eine städtische Lösung geben, eine VR-Lösung, eine webbasierte Lösung, eine App-Lösung, was auch immer. Das ist eigentlich egal, in welcher Anwendungsseite es läuft. Hier geht es hauptsächlich darum, diese ganzen Modelle, die auf den verteilt liegen, in den Behörden, in den Forschungseinrichtungen, in der Privatwirtschaft zu bündeln und über eine Plattform zugänglich zu machen. Eine offene urbane Plattform, wie sie in der DIN SPEC dargestellt wird und beschrieben wird. Gehen wir ins Detail für die einzelnen Teile. Zunächst zur Urban Model Plattform. Hier ist die Idee, beliebig viele Modelle darzustellen. Und zwar werden diese Modelle dann nicht auf der Plattform selbst gerechnet, sondern die Plattform stellt einfach nur die Verbindung von der Anwendung bis zu dem Server, wo die Modelle liegen, dar. Und diese Schnittstelle ist die OGC API Processes. Das ist ein Standard, der vor 2 Jahren von dem Open Geospatial Consortium entwickelt wurde. Die Urban Model Plattform berechnet nicht selbst. Also man schickt etwas hin, aber sie leitet die Inputdaten weiter an die einzelnen Modellserver und speichert dann die Ergebnisse ab, sodass die Ergebnisse unabhängig von den Servern wieder abgerufen werden können und die Szenarien von unterschiedlichsten Anwendungen gesehen, bearbeitet, analysiert werden können, sodass das Abrufen und das Filtern der Ergebnisse serverseitig möglich ist. Was basiert denn auf einem Urban Model Server? Hier ist ebenfalls der OGC API Standard implementiert, sodass dieser Server sehr gut mit der Plattform verknüpft werden kann. Und die Server, wie man hier an der rechten Seite sieht, können entweder bei einem öffentlichen Institution stehen, können an einer Universität stehen, in der Zivilgesellschaft, können durch privatwirtschaftliche Akteure
zur Verfügung gestellt werden, können beispielsweise ausgeschrieben werden, sodass dann die Akteure eben einen Server mit der API-Processes bereitstellen. Die Basis, die wir jetzt hier verwendet haben, aber es sind noch viele andere möglich, ist die Open-Source-Software PyGeoAPI. Das ist in Python, eine Programmiersprache, geschriebene Anwendung, die öffentlich zur Verfügung steht. Wir haben die dann erweitert, diese PyGeoAPI, um eben auch in einem Server verschiedenste Modelle in verschiedenen Programmiersprachen ausführen zu können, sodass man da auch eine große Flexibilität hat. Und nicht zuletzt haben wir den Simulation Controller entwickelt. Der Simulation Controller ist als Add-on zum Masterportal gedacht, also das bestehende Masterportal erweitert, um sogenannte Simulationslayer. Die können konfiguriert werden und dann auch dynamisch abgerufen werden. Also ich konfiguriere in eine Portalinstanz einen Simulationslayer mit einer Simulation oder mit einem Modell, was bereitsteht auf der Plattform. Und dann kann ich sozusagen die Inputs, die die Plattform verlangt, direkt im Masterportal eintragen, ausführen und mir dann die Jobs ansehen. Das Ganze kann ich dann natürlich auch noch dynamisch filtern und mir die Ergebnisse angucken. Gleich sehen wir da noch ein anschauliches Beispiel. Also die Architektur sieht so aus. Um das Ganze jetzt noch einmal durchzugehen. Wir haben sozusagen eine Anwendung, in dem Fall jetzt das Masterportal, aber wie schon gesagt, das können verschiedene Anwendungen sein. Dort werden die verschiedenen Input-Parameter, die das Modell braucht, das können Zahlen sein, das kann Text sein, das kann eine GeoJSON-Datei sein, das kann ein Bild sein, das können andere Geodaten sein, aufgelistet. Man kann sie da reinladen und man kann auf Ausführen drücken. Was passiert dann? Der Simulation Controller schickt die Input-Daten an die Model-Plattform und die Model-Plattform weiß, wo an welchem Server die verschiedenen Modelle liegen und welcher Server sie ausführen kann. In dem Fall, in diesem Beispiel, das ist ein Modell, das in einer Forschungseinrichtung liegt. Heißt, die Daten fließen einmal durch die Model-Plattform durch, hin zu dem Server, über diese beiden Schnittstellen, also zweimal die OGC API Processes, werden dann auf dem Server berechnet und sobald der Server fertig berechnet hat, werden die Daten zurückgegeben und auf der Plattform gespeichert. Als letztes kann man sie dann wieder hierüber über den Simulation Controller abfragen. Was wir hier sehen, sind die Ergebnisdateien, die der Server berechnet hat, sodass sie dann wieder angezeigt werden können im Browser, nachdem die Berechenzeit vorbei ist. Hier sehen wir das Ganze einmal ausgeführt. Also wir sehen hier die beiden Modelle. Wir können die Modelle, die auf der Model-Plattform liegen und auf zwei unterschiedlichen Servern liegen, hier ansprechen. Wir geben verschiedene Inputs ein. Wir sehen, das Modell wird jetzt ausgeführt. Der Server berechnet das gerade aktuell. Wir können uns auch beispielsweise die Parameter angucken lassen. Je nach Modell kann das lange dauern oder weniger lange. Gleich müssten hier auch die Ergebnisse zur Verfügung stehen. Und wir sehen, der Simulationslauf ist erfolgreich. Wenn wir uns den jetzt angucken, werden die Ergebnisse wieder ins Masterportal geladen und wir können jetzt sehen, das ist eine Simulation, wo verschiedene Radfahrende sich durch die Stadt bewegen und die ganzen dynamisch filtern und abrufen. Wir können uns verschiedene Stadtteile angucken und auch durch einen Klick auf die jeweiligen Punkte uns genauere Informationen angucken. Das Ganze ist natürlich unterschiedlich von Modell zu Modell. Aber die Idee ist, dass so wie es aktuell gebaut ist, ganz generisch alle möglichen Modelle eingebunden werden können mit allen möglichen Input-Parametern und Output-Parametern und diese dann sowohl als Diagramm als auch auf der Karte oder in einem nächsten Schritt gegebenenfalls auch noch in 3D ausgeführt werden können. Was hat das Ganze für Vorteile? Dadurch, dass wir nicht auf einem Server in einer Lösung alle Modelle integrieren, schaffen wir Dezentralität. Und über die offenen Standards schaffen wir wirklich ein modulares System, ein Baukasten, passend zur Definition des digitalen Zwillings, das robust ist und das auch erweiterbar ist. Die standardisierte Schnittstelle, die OGC API Processes, führt dazu, dass die einzelnen Modelle auch miteinander kommunizieren können. Heißt, die Plattform ist nicht immer nur von einem Anwender zu einem Modell, sondern die Modelle können auch miteinander kommunizieren. Das ist ermöglicht und man hat sozusagen ein dezentrales, föderiertes System aus verschiedenen Algorithmen, die dann auch ineinander wirken können. Das führt dann wiederum dazu, dass multidimensionale Szenarien möglich sind. Also auf einmal haben wir die Modelle auf einer offenen urbanen Plattform und können das Verkehrsmodell mit
dem Luftqualitätsmodell sprechen lassen oder ein Wirtschaftsentwicklungsmodell mit einem Bevölkerungsmodell. Und die Möglichkeiten dadurch, dass es eben den offenen Standard gibt, sind da sehr, sehr groß. Und was auch interessant ist, ist, dass die Modelle wiederverwendet werden können. Dadurch, dass die Modelle und die Anwendungen entkoppelt sind, können wir ein Modell in verschiedenen Anwendungen einsetzen. Also man stellt sich vor, es gibt ein Hitzeinselmodell und man kann sowohl in einer AR-VR-Anwendung das gleiche Modell simulieren lassen, als auch beispielsweise im Masterportal-Kontext, im FHH-Atlas und so weiter und so fort. Wir können das gleiche Modell nehmen und in verschiedenen Anwendungen zur Anwendung bringen. Der Prototyp zeigt, dass das geht. Wir haben auf 2 Servern verschiedene Modelle aufgesetzt, haben sie mit dem Simulation Controller verbunden und auf einer Plattform bereitgestellt. Was sind denn jetzt offene Fragen und nächste Schritte? Zunächst zur Governance. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie in einem dezentralen System aus Modellservern transparent mit Rechenkosten und Zugriffen umgegangen werden kann. Wir haben verschiedene Server, die in unterschiedlichen Institutionen liegen, und natürlich braucht es auch einiges an Ressourcen, um diese Modelle zum Teil ausführen zu lassen, wenn ein Modelldurchlauf oder ein Szenariodurchlauf mehrere Stunden bis mehrere Tage dauern kann. Die Frage ist, wer kann wie viel Rechenleistung abrufen? Dann natürlich, wie können wir diese Modelle standardisiert bereitstellen? Also wie kann man es schaffen, über erneute Schnittstellen diese Modelle auch hochzuladen, neue Versionen abzudaten, ähnlich wie ein App Store im Endeffekt. Und dann natürlich auch über die Versionierung das Ganze so zu gestalten, dass Szenarien, die bereits schon mal gerechnet wurden, erneut verwendet werden können, ohne dass sie nochmal tagelang rechnen müssen. Dann gilt es, weitere Input- und Output-Formate in den Prototypen zu integrieren und das Ganze auch zu personalisieren. Also dass ich jetzt beispielsweise nur Zugriff auf die Modellergebnisse habe oder erteilen kann, wenn dass meine Simulation nicht alle Leute sehen können, sondern das Ganze personalisiert ist, dass ich die auch teilen kann. Und dafür braucht es vor allem ein Backend im Bereich Masterportal oder auch eine Governance-Struktur außenrum um die Model-Plattform. Also die Zusammenfassung. Es gibt bereits eine Vielzahl an Modellen und Algorithmen, die aber aktuell leider mehr oder weniger unzugänglich in Silos liegen. Bisher fehlt eine offene urbane Plattform zum Bereitstellen und zum Verknüpfen der Modelle. Das, was es für Daten bereits gibt und was sehr gut funktioniert hat, offene urbane Plattform, fehlen noch für Modelle und für Algorithmen. Aber der Prototyp, der jetzt auf der OGC API Processes basiert, zeigt, dass eine solche Urban Model Plattform technisch möglich ist und gleichzeitig sehr, sehr vielversprechend für multidimensionale Was-wäre-wenn-Szenarien. Eben dadurch, dass ich unterschiedlichste Modelle anbinden kann, auf unterschiedlichsten Servern verteilt und diese miteinander verknüpfen kann und abrufen kann aus verschiedenen Anwendungen. Das ist meiner oder unserer Meinung nach ein sehr gutes Rückgrat für Was-wäre-wenn-Szenarien in digitalen urbanen Zwillingen. Dann möchte ich mich jetzt bei allen Zuhörenden bedanken, die nur soweit den konzeptionellen, den Ideenteil mitbekommen haben oder schauen wollen, und steige jetzt nochmal genauer in die technischen Details ein, was es denn bedeutet, was wir genau gemacht haben. Dazu sei gesagt oder auch nochmal angemerkt, dass wir auch hier uns sehr gefreut haben, mit dem LGV zu kooperieren, der da wirklich sehr gute Inputs, vor allem auch in Bezug auf die OGC API Processes und die Masterportal Weiterentwicklung geleistet hat. Das war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Jetzt folgt ein etwas technischerer Teil und hier auch nochmal die Anmerkung, dass es alles, was jetzt hier erzählt wird, auch nochmal in einem Dokument, in einer Dokumentation gibt, die auch auf der Connected Urban Twins Homepage zu finden ist und abrufbar ist. Hier rede ich kurz über die OGC API Processes, dann gebe ich nochmal eine Übersicht über die Backend-Architektur, rede ein bisschen mehr im Detail über die Urban Model Server, den wir entwickelt haben, auf Basis der PyGeo API, dann nochmal über die Urban Model Plattform, wie die softwarearchitektonisch aufgebaut ist, und nicht zuletzt über den Simulation Controller. Die OGC API Processes ist, wie bereits gesagt, ein Standard für die Beschreibung und Bereitstellung von verschiedenen Prozessen in einem Webserver. Prozesse können da synchron ausgeführt werden. Das bedeutet, die Ergebnisse werden sofort zurückgeschickt, oder asynchron. Das bedeutet, es kann etwas länger dauern, sodass dann Folgendes passiert. Es gibt ein Jobmanagement und wenn jemand eine Simulation ausführt, bekommt die Person eine Job-ID zurück und kann dann unter dieser Job-ID, das ist ein sehr langer
Code aus Zahlen und Buchstaben jederzeit Status-Updates erhalten. Ist dieser Job schon fertig? Ist er bei 60%? Ist er bei 80% und so weiter und so fort. Dadurch, dass es so standardisiert ist, gibt es eben eine maschinenlesbare Liste von Prozessen und den erwarteten Eingabe- und Ausgabeparametern. Grundsätzlich können damit alle Berechnungen, die zu intensiv für Desktop-Computer sind oder für Browser sind, von Servern mit der API Processes übernommen werden. Das Ganze sieht so aus: Es gibt eine Landingpage, es gibt Conformance Classes, es gibt diese Prozessliste unter dem Path/Processes, dann verschiedene Process Descriptions, die über Process IDs zur Verfügung stehen, und das Ganze kann dann über einen Postbefehl unter diesem Endpunkt /Execution abgerufen werden. Das Ganze ist auch nochmal spezifiziert in dem Standard, der wie gesagt offen ist, den man unter dem Link hier unten abrufen kann. Man kann eine Job-Status-Info bekommen, indem man die Job-ID, die man zurückbekommen hat, unter diesem Adresse aufruft und kann sich dann dort auch die Resultate abrufen, die Ergebnisse, die an der Simulation rausgekommen sind. Im Backend haben wir es so gemacht, dass es diese Model-Plattform gibt, die wir mit verschiedenen Model-Servern verbinden können, wie ich eben auch schon gezeigt hatte. Jeder Model-Server kann wiederum beliebig viele Processing-Microservices beinhalten. Das, was wir hier gebaut haben, ist wie gesagt nur ein Prototyp. Es ist natürlich auch möglich, eigene Implementierungen der OGC API Processes zu verwenden, die nicht Python-basiert sind, wie wir es hier gemacht haben. Aber es ist ein Vorschlag, der für uns aktuell im prototypischen Status sehr gut funktioniert, sodass wir verschiedene Processing Microservices mit einem Model-Server verknüpfen und den Model-Server dann mit der Plattform verknüpfen, sodass dort beliebig viele Modelle, Algorithmen miteinander kommunizieren können und auch mit den verschiedenen Anwendungen kommunizieren können. Wie sieht so ein Model-Server aus? Die Idee ist, dass grundsätzlich mit der PyGeo-API, auf der wir das basierend umgesetzt haben, die kompletten OGC-API-Standards dort in einem Python-basierten Flask-Server umgesetzt wurden. Der Server ist Open Source, also er steht unter einer MIT-Lizenz und hat ein Job-Management mit integrierter TinyDB, also eigentlich optimal für das, was wir machen wollen. Was wir noch dazu gemacht haben, ist, wir haben einen WebSockets-Endpunkt geschaffen. WebSockets ist eine bidirektionale Datenverbindung, die anders als beispielsweise HTTP oder HTTPS es erlaubt, dass in Echtzeit hin und her Daten geschickt werden zwischen zwei verschiedenen WebSockets-Endpunkten, also einem Server und einem Klienten. Das bedeutet dann, dass wenn wir einen WebSocket-Prozess haben oder einen Processing Microservice haben, der mit WebSockets sich verbindet mit dem Model-Server, taucht in dem Model-Server sofort auf, dass dieser Prozess verbunden ist. Der Prozess wird registriert und kann ab dann ausgeführt werden, ganz normal als Schnittstelle über die OGC API Processes. Diese Processing Microservices sind jeweils isoliert, also sie finden in einer isolierten, dockerisierten Umgebung statt, sodass auch sämtliche Abhängigkeiten dadurch vermieden werden. Wir müssen nicht alles zusammen machen, sondern wir können einzelne Microservices über Docker und WebSockets mit dem Model-Server verbinden und damit ausführen. Es gibt aktuell 2 Microservices, die wir aktuell entwickeln oder schon entwickelt haben. Einmal ein Microservice mit Node.js und ein Microservice in Python. Hier auch die QR-Codes zu den jeweiligen GitHub-Repositories. Und weiterhin ist in Planung ein R-Microservice stattfinden zu lassen und einen Java-Microservice, sodass es eben ein breites Spektrum an Programmiersprachen abdeckt. Das sieht dann so aus: Wir haben einen Model-Server und über die WebSockets-Verbindung möglichst viele Processing-Microservices. Die Urban Model-Plattform selbst besteht aus den Teilen, die hier links gezeigt sind. Es gibt den OGC API Processes Endpunkt, dann eine Konfigurationsdatei, eine PostGIS-Datenbank und einen Geo-Server, die der Ergebnisse bereitstellt. Die OGC API Processes ist, wie gesagt, die API nach dem OGC-Standard und die wird konfiguriert über die Config-Datei. Dann werden in der PostGIS-Datenbank, sobald die Ergebnisse von den einzelnen Servern vorliegen, die Input-Parameter gespeichert, aber eben auch die Ergebnisse und die Metadaten. Der Geo-Server ist mit der PostGIS-Datenbank verbunden und erlaubt es, einzelne Ergebnisse abfragen zu lassen und filtern zu lassen. Die Config sieht dann so aus. Es ist alles auch nochmal in dem GitHub-Repository erklärt und dokumentiert, aber in dem Fall sehen wir hier, es gibt Model Server 1, Model Server 2 und über diese URL wird der Model Server angebunden. Es können auch passwortgeschützte Model Server angebunden werden und je nachdem können einzelne Modelle auch exkludiert werden. Sonst werden alle Modelle,
die auf dem Model-Server vorhanden sind, auch über die Urban Model Plattform zur Verfügung gestellt. Als letztes noch ein paar Worte zu dem Simulation Controller. Dort ist es so, dass wir in dem Masterportal-Umfeld es so gemacht haben, dass wir verschiedene Simulationslayer in den Portalinstanzen konfigurieren können. Es gibt ein neues Attribut, das heißt isSimulationLayer. Sobald das auf True gesetzt ist, ist klar, der Simulation Controller, das Add-on, sucht über die Verbindung mit der Urban Model Plattform nach genau diesem Modell, sodass man nicht in einer Portalinstanz alle Modelle auf der Urban Model Plattform ausführen kann, sondern beispielsweise in einem Verkehrsportal nur die Mobilitätsmodelle ausführen kann. Und diese Simulation Layer werden dann mit einer URL konfiguriert. Das ist dann die URL zu dem Geo-Server auf der Model-Plattform. Dann gibt es eine Sim-Model-ID, die wir hier oben sehen. Das ist beispielsweise CUT, Doppelpunkt, das ist der Modell-Provider, also der Model-Server, und dann die ID von dem Prozess, sodass dann die Model-Plattform weiß, dass genau dieses Modell jetzt angesprochen werden wird. Und wir können zuletzt noch einstellen, ob die Ergebnisse im Endeffekt clientseitig oder serverseitig gefiltert werden sollen. Also ob erst alle Daten auf den Rechner eines Clients heruntergeladen werden können oder ob sie dynamisch auf dem Server gefiltert werden können. Wir haben verschiedene Seiten, wie vorhin auch schon in der Demo gezeigt. Es gibt die Übersichtsseite, da werden dynamisch alle Modelle und Algorithmen angezeigt, die in der Portalinstanz konfiguriert wurden. Bedeutet, wenn da neue Modelle hinzukommen und die entsprechend in der Portalinstanz konfiguriert sind, tauchen die hier auf. Wenn sich die Beschreibung updatet in dem Modell, wird es auch dynamisch hier reingeladen und es gibt noch Links zu weiterführenden Informationen. Wenn ich jetzt mir ein Modell genauer anschauen kann, dann sehe ich hier zunächst eine Jobliste, wo alle Jobs, die bereits ausgeführt wurden, also alle Simulationen inklusive Parametern aufgeführt werden und unten ein Feld mit Job ausführen, wo die Parameter wieder dynamisch von der Urban Model Plattform abgerufen werden und im Masterportal reingerendert werden. Wenn sich jetzt hier also ein Input ändert, entweder einer dazukommt oder einer weggeht oder es sonstige Änderungen gibt, wird das auch dynamisch hier angezeigt. Dann werden natürlich mit den entsprechenden Metadaten in der Urban Model Plattform auch verschiedene Inputs geprüft, dass man beispielsweise keinen Text da reinschreibt, wo eine Zahl rein soll oder umgekehrt, und schlussendlich kann der Job ausgeführt werden. Am Ende gibt es dann noch die Detailseite Ergebnis, wo dann die georeferenzierten Daten auf der Karte angezeigt werden. Es gibt prototypisch implementiert die Anzeige von Graphen und Diagrammen und man kann eben dynamisch filtern nach den Attributen durch den User. Auch hier die Attribute, die im Ergebnis sind, werden wieder dynamisch geladen, sodass sobald sich da etwas verändert, kann ich das Ganze auch wieder im Masterportal anzeigen, sodass man hier relativ flexibel ist mit der Erweiterbarkeit und der Bandbreite an Modellen, die abgespeichert werden können. So viel zunächst zur technischen Implementierung. Wie gesagt, es gibt eine Dokumentation, die liegt auch auf der Connected Urban Twins Homepage. Die gerne durchlesen, da sind nochmal einige technischere, tiefere Informationen drin, sonst gerne die Repositories angucken. Wenn es Fragen gibt, kommen Sie gerne auf mich zu und sonst bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.